Wir Menschen machen fast alles mit unseren Händen. Keime übertragen zum Beispiel. Und darum desinfizieren wir sie. Damit dies absolut wirksam gelingt, haben wir SteriCoach entwickelt. Mit dieser Trainingsflüssigkeit lernt man in nur wenigen Schritten eine sichere Desinfektionstechnik. Dabei werden die Hände zunächst ganz normal desinfiziert. Sind die Hände trocken, färbt sich die Haut langsam pink. Nach etwa einer Minute gilt, strahlend pink ist richtig desinfiziert. Ungefärbte Stellen zeigen, wo kein Desinfektionsmittel hingelangt ist. Auf blass eingefärbter Haut wurde zu wenig aufgetragen und demnach auch nur wenige Keime abgetötet. Durch eine Farbkarte lässt sich die Keimreduktion einfach ableiten. Anschließend werden die Hände durch eine zweite Desinfektion wieder entfärbt. Da die Entfärbung sofort geschieht, kann man die Einreibetechnik noch einmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Wie das in der Praxis aussieht, zeigen uns jetzt Caro, Sophie und Robert. Zuerst wird SteriCoach 1 aufgetragen. Die korrekte Dosierung des Desinfektionsmittels ist schon das erste wichtige Lernziel. Denn die Dosis beeinflusst die Wirksamkeit maßgeblich. Wie viel Desinfektionsmittel man benötigt, hängt von der eigenen Handgröße ab. Wer von den dreien richtig dosiert, sehen wir gleich. Das Desinfektionsmittel muss vollständig eingerieben werden. Wichtig dabei, eine Technik wählen, bei der man nicht zu viel verkleckert. Denn was daneben tropft, kann nicht desinfizieren. Logisch. Das Trainingsprodukt färbt nun nach und wir können erkennen, ob wirksam und lückenlos desinfiziert wurde. Alle nicht gefärbten Hautareale sind Benetzungslücken. Auf diese Hautstellen ist kein Desinfektionsmittel gelangt. Dort wurden also auch keine Keime abgetötet. Wie wir sehen, sind die Hände unserer drei Teilnehmer sehr unterschiedlich gefärbt. Sophies Hände sind nur blassrosa, da sie am wenigsten Desinfektionsmittel aufgetragen hat. Caros und Roberts Hände hingegen haben einen sehr ähnlichen, intensiven Farbton. Und das, obwohl Robert viel mehr Mittel aufgetragen hat als Caro. Das liegt daran, dass er relativ viel verkleckert hat. Caro hingegen war geschickter beim Einreiben. Um festzustellen, wer ausreichend Desinfektionsmittel auf den Händen hatte, nutzen wir die Farbkarte. Ein intensives Pink signalisiert, dass die gewünschte Keimreduktion erreicht wurde. Ist die Haut nur blassrosa gefärbt, wurde nicht genug Desinfektionsmittel aufgetragen, um die Keimanzahl signifikant zu reduzieren. Im letzten Schritt werden die Hände mit SteriCoach 2 wieder entfärbt. Jetzt kann man unmittelbar beobachten, welche Handbewegungen zu einem guten Ergebnis führen und damit die Fehler korrigieren, die beim ersten Durchlauf aufgetreten sind. Durch das Training konnten unsere Teilnehmer alle Problemstellen bei ihrer Desinfektionstechnik aufdecken. Caro hatte keine Probleme, sich korrekt zu desinfizieren und hat das Training damit erfolgreich abgeschlossen. Sophie und Robert hingegen haben beim Desinfizieren einige Fehler gemacht, kennen nun aber die Ursachen. Sie können das Training jetzt direkt wiederholen, um ihre Fehler zu beheben und so eine gute Desinfektionstechnik zu verinnerlichen. Und das war's schon. Mit SteriCoach kann wirklich jeder in kürzester Zeit lernen, wie man sich wirksam und sicher die Hände desinfiziert. Weitere Informationen zum Hygienetraining gibt es auf stericoach.de.